Wir befinden uns in unserer zweiten Ankerbucht auf Ibiza, Port de St. Miguel. Zusammen mit unseren neu gewonnenen Freunden Max und Attila machen wir uns auf den Weg zur Hippie-Bucht nebenan. Man munkelt, dort geht es abends etwas bunter zu. So, nach einem guten, stärkenden Frühstück hatten wir uns jetzt überlegt, mal das Boot ein bisschen von unten zu putzen. Hat sich Doro mal in ihren Wetsuit reingequetscht und ein paar Sachen vorbereitet. Jetzt gehst du halt ans Putzen. Mal gucken, ob das gut klappt. Also nichts wie rein ins erfrischend kalte Wasser. Das kalte Wasser läuft ganz langsam rein. Und ich habe voll den Aufstieg. Guck mal, wie weit oben ich bin. Ohne Bleigewichte geht hier gar nichts. Sonst schwebe ich eher wie eine Boje, statt zu tauchen. Das Boot ist ganz schön bewachsen und das Zeug ist gar nicht so einfach abzukriegen. Ich probiere es mit einer Stahlbürste und es scheint ganz gut zu funktionieren. Als nächstes das Unterwasserschiff. Mit unserem soften Anti-Fouling ist Fingerspitzengefühl gefragt. Also vorsichtig schrubben, nicht schmirgeln. Ein Balanceakt zwischen sauber und sanft. Fische sind schon irgendwie schlaue Tiere. Die ganze Zeit sind sie so ein bisschen an Doro, Abstand sichern, aber trotzdem sind sie so ein bisschen neugierig. Gucken, was sie so macht, ob es auch vielleicht Futter gibt. 2 Stunden später und ich kapituliere. Und was ist dein Fazit? Ganz schön hartnäckig. Den Hartnäckig. Schleim kriegt man mit dem weg. Alles unterhalb, also so viel, ist halt mit so Barticles halten. Und danach ist nur noch Schleim und vereinzelt mal ein paar fest. Brauchst du Sprühkur? Nein. Gott, that's the salty look. Brauchst du, wenn du dir nicht alle Haare ausreißt.
Diese Bucht war pures Glück. Es ist traumhaft schön, die Unterwasserwelt entdecken zu dürfen. Kein Stress, kein Lärm, nur Wasser, Sonne und dieses unbeschreibliche Gefühl von Freiheit. All die Mühen, all das Lernen, all das Improvisieren, für genau solche Momente leben wir. Selbst wenn es unter Wasser kaum etwas zu sehen gibt, finden wir dort mitten in der Stille ein Stück von uns selbst. Leider hielt unser Glück in der Bucht nicht lange an. Es wurde zunehmend ungemütlicher. Und so beschlossen wir, in die nächste Bucht zu fahren. Obwohl die Wellen nicht sehr hoch waren, war das Geschaukel auf dem Boot sehr anstrengend. Die Bucht von Portinax war so nah, dass wir schon nach einer Stunde dort ankamen. In der neuen Bucht war es zwar etwas ruhiger, doch trotzdem schaukelt es wie wild. Also informierte sich Dennis und will nun eine Art Flopperstopper selbst bauen. Ein Flopper was? Das ist im Grunde eine Konstruktion, mit der das Schaukeln gedämpft werden soll. Test Nummer 1. Mal sehen, ob das Ding wirklich zaubern kann. Dümpelt so vor sich hin. Aber das bremst auf jeden Fall nicht, das Boot. Vor allem ist die Schlaufe vorne so klein, dass ich da Murks hoch 15 gemacht habe. Aber für den Test reicht. Zweiter Versuch. Ich habe jetzt mal die Leine kürzer gemacht, damit der einmal so ein Tick nach oben ist und mit dem Gewicht dann spielt, aber dann ja, schlägt es halt ans Boot. Das ist auch nicht so geil. Vor allem habe ich gemerkt, der Eimer sinkt halt nicht ab. Also der hat irgendwie oben einen Ring, der einfach nicht absaufen will. Das heißt, ich müsste noch ein Gewicht dran machen. Na gut, jetzt bin ich mal an den Strand gegangen, habe Steine geholt. Mal gucken. Das Mikrofon hat's dank Wind nicht leicht, aber Dennis meint überzeugt, Steuerbord schaukelt weniger. Na dann gleich mal den zweiten Stopper basteln. Wissenschaftlich unbelegt, aber seglerisch hoffnungsvoll. Eine Schwierigkeit bei dem Test ist es zu messen, ob es funktioniert oder nicht.
mussten uns halt so ein bisschen an den anderen Booten orientieren, wobei das Boot vor uns halt ein bisschen breiter ist. Das ist stabiler. Rechts ist ein Katamaran. So, der bewegt sich ja null. Und nochmal Max sein Boot an. Wir können es nicht beweisen, aber das Gefühl ist ziemlich gut. Also springe ich ins Wasser, um das Ganze mal aus der Froschperspektive zu begutachten. Und wenn man schon mal unten ist, gleich noch den Ankercheck hinterher. Und ja, der sitzt bombenfest. Immerhin etwas, das heute reibungslos klappt. Anker sitzt, Stimmung top. Also nichts wie los nach Ibiza Stadt. Zeit für ein bisschen Kultur zwischen all dem Salzwasser. Wir sind in Ibiza da und gehen jetzt mal hoch auf Castle. Schauen uns mal die Insel von oben an. Hoch über den weißen Häusern von Ibiza Stadt thront die Burg von Dalt Vella. Eine Silhouette, die seit Jahrhunderten Seefahrer begrüßt. Hier am höchsten Punkt der Altstadt verschmelzen Geschichte, Stein und Meer zu einem einzigen Panorama. Überraschend modern, alles liebevoll gemacht, sogar die kleinen Doku-Filmchen auf Deutsch. Geschichte trifft hier auf Urlaubsmodus und beides passt erstaunlich gut zusammen. Ich weiß nicht, was wir ohne den armen Anthony Jomo machen sollen. Was für ein trauriger Tod. Im Meer ertrunken. Sehr lecker. Aber auch ein bisschen teuer. Dann ging es auch wieder zurück zum Boot. So, die Frage ist, ob unser Boot noch da steht. Boot steht da. Und Kajak steht auch noch. Ausflug vorbei. War ein schöner Ausflug. Doro hat mal vor 2 Jahren so ein Watercase gekauft für unsere Reise. Noch nie ausgepackt. Jetzt probiert sie es mal aus. Mach schöne Fotos. Unsere Aussicht auf Ibiza. Nach ein paar Tagen hat man hier schon alles gut gesehen. Es ist für uns immer noch eindrucksvoll, wie schön Ibiza ist. Aber wir wollen auch die anderen Inseln der Balearen sehen. Also geht es wieder zurück, in Richtung Ausgangspunkt. Unser Freund Max hat uns inzwischen verlassen. Schade. Dafür segelt Attila mit uns ein Stück weit mit. Er fährt schon mal vor, wahrscheinlich um das beste Plätzchen zu sichern. Da hinten ist die Venture vom Attila. Wir haben ihn gleich überholt. Unser erstes Race, das wir gewinnen. Und dann passiert's. Sonne, Wind, Wellen im perfekten Einklang. Die Segel stehen, das Boot rauscht durchs Wasser und wir wissen wieder, warum wir all das tun. Seglerherz, was willst du mehr? Attila auf Aufholjagd mit einem, wir vermuten mal, Spinnaker. Oh Mann, dadurch, dass Attila jetzt auch den besseren Kurs hat,
Wasser ja schon eine Meile vor uns. Ich meine, Segelanfänger können wir überholen. Uns verlässt der Wind. Wir sind zu nah an der Insel. Da hinten sind leichte Schaumkronen zu erkennen. Dort wäre noch Wind. Naja, lohnt sich jetzt nicht mehr, noch mal rauszufahren. Ja. 4 Knoten Wind, das dreht. Wir sind geankert. Wir haben es geschafft. Ist eigentlich eine ganz schöne Bucht, ist jetzt aber offen und durch die Verwirbelung also eigentlich ist es Ostwind komplett. Wir sind auf der Westseite, aber durch die Verwirbelungen drückt es jetzt tatsächlich den Wind rein. Ist jetzt nicht so geil, aber soll in 3 Stunden aufhören oder 5. Auf jeden Fall soll es aufhören. Wir haben jetzt auch so ein bisschen am Rand vom Seegras und von Stein geankert. Jetzt geht Doro mal raus und guckt sich's an. Wir haben auch rein rechnerisch, hat sie auch mal jetzt nachgeprüft, zu viel Kette draußen. Also wir würden wahrscheinlich irgendwo in den Felsen da aufkommen, wenn Nordwind käme oder wir halt so schworen, dass wir halt eben rüberkommen. Ja, wir haben auch mit Attila telefoniert, der kommt auch in unsere Bucht, freuen wir uns sehr. Sind wir auf jeden Fall heute Morgen noch ein bisschen mit ihm zusammen. Das ist ein sehr feiner Kerl und ja, ich höre auf zu labern. Anker passt. Wir haben jetzt Punkt 22 Uhr. Wir sind in Lidl um 21:55 Uhr 50 reingekommen. Da haben sie jetzt praktisch schon rausgeworfen. Und jetzt mit Taschen und Fahrrad durch die Innencity. Vor allem kein Fahrradlicht, kein Luftdruck, barfuß. Die wollten mich aus dem Lidl rauswerfen. Geil. Sure